Midnight Club, eine uns sehr bekannte Serie, von vielen geliebt und nun schon seit 15 Jahren verschwunden. Wir hatten schon mal ein Video darüber gemacht und heute gucken wir mal, war Midnight Club zu schlecht in Rockstars Augen für eine Fortsetzung und wie hat GTA da vielleicht sogar mit Schuld dran, dass wir kein Midnight Club mehr bekommen haben? Ja, wir gehen mal auf ein paar Schwächen von Midnight Club ein, die da vielleicht mit Grund sein für könnten, dass wir es nicht mehr haben. Aber auch auf Zahlen, die sind ja natürlich immer ganz wichtig. Für uns vielleicht nicht unbedingt, aber natürlich für Entwickler sind die sehr wichtig. Denn wenn sich so ein Spiel nicht rentiert, dann braucht man es auch nicht weiterentwickeln. Und ja, da vergleichen wir ein bisschen und gucken auch mal, was GTA da mit am Hut hat. Ich würde sagen, den größten Fokus legen wir dabei auf Midnight Club LA, weil es eben der letzte Teil war. Denn was die anderen Teile auch angeht, da hatten wir ja, wie gesagt, schon mal ein Video gemacht. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, kann ich euch nur empfehlen. Ist oben verlinkt bei diesem kleinen i oder am Ende des Videos. Schaut gerne mal rein nach dem Video. Und dann können wir eigentlich auch fast loslegen. Nur noch eine kleine Sache in eigener Sache. YouTube erzählt mir immer wieder, 60% deiner Viewer sind keine Abonnenten. Falls du dich angesprochen fühlst und öfters mal hier vorbeischaust, würde es mich freuen, wenn du ein Abo da lässt, denn das hilft dem Kanal sehr. Ist aber natürlich kein Zwang, aber kostet ja auch nichts, ne? Aber gut, fangen wir mal an. Was war denn an Midnight Club vielleicht so schlecht, dass Rockstar gesagt hat, machen wir nicht mehr? Ja, mir fällt da ehrlich gesagt gar nicht viel ein. Midnight Club war ja an sich immer ganz cool. Wie gesagt, die alten Teile und so weiter haben wir drüber geredet in dem anderen Video. Deswegen Midnight Club LA. Was könnte denn da ausschlaggebend gewesen sein, um zu sagen, nee, das lohnt sich nicht mehr? Ja, eigentlich nicht viel. Midnight Club LA hat eigentlich fast alles richtig gemacht. Ich meine, klar, die Steuerung ist verhältnismäßig anders im Vergleich zu anderen Spielen. Aber war trotzdem eine Steuerung, mit der man leben konnte und die auch irgendwo Spaß gemacht hat. Klar, wenn man jetzt auf dem Motorrad vielleicht unterwegs war, das hat mich damals immer schnell getriggert. Die Rennen sind ziemlich schnell gewesen. Die KI hatte halt auch ein starkes Rubberband, die waren auch sehr schnell und da kam es dann hin und wieder auch mal zu einem Unfall und dann bist du halt fliegen gegangen vom Motorrad. Aber das sind halt auch so Kleinigkeiten am Gameplay. Und ja, man hatte halt eigentlich alle Möglichkeiten, ne? Man hatte eine Story, man konnte Autos tunen. Wenn man durch war, konnte man alle Autos umsonst kaufen und tunen. Und auch der Multiplayer, du konntest da ganz schnell mal Rennen fahren und so weiter. Also eigentlich war das alles ganz cool und ziemlich einzigartig auch. Und ja, da gibt es wirklich gar nicht so viel zu bemängeln am Spiel selbst. Jetzt kommen natürlich Zahlen ins Spiel und die sind bei Rockstar wahrscheinlich mal ganz wichtig. Wir kennen ja alle Rockstar, vor allem heutzutage ist es ein ganz anderes Rockstar wie damals. GTA zum Beispiel ist der absolute King bei Rockstar, das weiß jeder. Midnight Club hat sich im Durchschnitt um die 3 Millionen Mal verkauft. Ich glaube Midnight Club 3 war bei 3,9 Millionen, ist der beste und erfolgreichste Teil damit, was die Verkaufszahlen angeht. Aber Midnight Club LA war mit über 3 Millionen, in ungefähr 3,1 Millionen gar nicht schlecht dabei. Weshalb man sagen kann, ja, eigentlich hätte es sich schon gelohnt, da noch einen Teil zu machen. Ich meine, Need for Speed hatte da auch nicht mehr die größten Zahlen. Die Glanzzeiten gingen da auch langsam zu Ende. Aber klar, gegen den Most Wanted hatte auch ein Midnight Club keine Chance. Most Wanted hat heutzutage, nach den letzten Zahlen, die man so von EA hörte, an die 17 Millionen verkaufte Einheiten. Und das ist natürlich ein absoluter Brecher im Rennspielbereich. Aber jetzt kommt natürlich das Ding, Midnight Club LA erschien 2008. Und 2013 erschien GTA. Das heißt, nach Midnight Club lag der große Fokus von ganz Rockstar wahrscheinlich mehr auf GTA. Ne? Oh, da und da wurden wahrscheinlich auch sehr viele Entwickler gebraucht, weil GTA ist ja auch ein richtiger Brummer. Und 5 Jahre sind nicht mehr viel Zeit bei einem Spiel wie GTA. Und ich denke mal, in der Zeit lag da wirklich der Fokus drauf, weshalb so Spiele wie Midnight Club, aber auch andere, ne, wie Bully und so weiter, die sind alle in den Hintergrund gerückt und wurden dann irgendwann auch vergessen. Man hat sie wahrscheinlich noch auf dem Plan gehabt und ja, wir fangen dann irgendwann mal wieder was an, aber dann kam halt der große Kracher. Midnight Club ist ja schon. GTA hat sich halt extrem verkauft, GTA 5 natürlich.
Und ja, wir sprechen hier aktuell von an die 140 Millionen Kopien und das ist ein absoluter Kracher. Du müsstest allein 10 Midnight Club LAs entwickeln, um auf 30 Millionen Verkäufe zu kommen, wenn du da vom Durchschnitt ausgehst, und GTA hat einfach 140 Millionen. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Midnight Clubs die entwickeln müssen, um auf diese Zahl zu kommen. Das wären dann wahrscheinlich so 40 bis 50 Teile. Also im Grunde sagst du einfach, GTA 5 war 40 bis 50 Mal erfolgreicher als ein Midnight Club. Und dann braucht man sich eigentlich gar nicht mehr fragen, was Rockstar wahrscheinlich dabei denkt. Ne? Warum sollen die da so viele Midnight Club Teile entwickeln oder sonstige Spiele, wenn die ein Spiel haben, auf das sie sich fokussieren können, was dann so einen absolut geisteskranken Gewinn abwirft. Und ja, das ist wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, weshalb Rockstar allgemein in den letzten Jahren außer Red Dead nicht viel gebracht hat oder eigentlich gar nichts außer Red Dead. Ne? Ein Wunder, dass sie überhaupt noch Red Dead bringen. Die haben da wahrscheinlich immer noch die Hoffnung, dass es irgendwann so durchschallert wie GTA 5, aber das wird wahrscheinlich nie passieren. Das sind zwei verschiedene Welten im Grunde vom Spielprinzip her. Und ja, 140 Millionen gegen 3 Millionen ist natürlich eine Ansage. Und das hat wahrscheinlich dann auch einen ganz, ganz großen Effekt gehabt darauf, dass Midnight Club einfach in den Hintergrund gerückt ist. Vor allem, weil wir in GTA ja auch ganz viel Autos, Tuning und Rennen haben. Natürlich spielt sich das absolut nicht wie ein Midnight Club. Die Steuerung, ja, die ist gar nicht so weit entfernt von dem Midnight Club, kann man sagen. Aber halt, gut, die Autos sind nicht lizenziert und so weiter. Das ist ein weiterer Punkt. Du sparst schon wieder Geld. Lizenzierte Autos kosten Geld. BMW oder Toyota oder sonst irgendein Autohersteller sagt ja nicht, ja, nimm einfach mein Auto. Die wollen Cash sehen. Ohne Cash keine Lizenz, ohne Lizenz kein Auto. So einfach ist das. Und das ist halt einer der größten Kostenpunkte überhaupt immer in Rennspielen. Ne, diese Lizenzangelegenheiten. Das gleiche gilt ja auch für Musik und so weiter. Das ist einer der wenigen Punkte, wo GTA halt zahlt. Musik. Das sind so da fast die einzigen Dinge, wo die Lizenzen für brauchen. Jetzt gibt es natürlich noch das Gerücht, dass Rockstar an Midnight Club arbeitet. An Midnight Club 5 oder einem Remake, Remaster der alten Teile. Denn 2020 gab es Stellenausschreibungen, die darauf hindeuteten, ne? Dass da Leute gesucht werden in einem AAA Open-World-Rennspielbereich oder so. Aber das Problem ist halt, das kann sich natürlich auch auf GTA beziehen, dass die Entwickler suchen, die sich mit dem Schwerpunkt Rennen in GTA 6 befassen. Das heißt also nicht, dass da jetzt ein Midnight Club kommt. Natürlich würde man es feiern. Also ich wäre happy. Imagine Midnight Club 3 Remastered oder Remake. Da wäre ich sofort dabei. Würde, glaube ich, der eine oder andere auch feiern. Aber im Moment liegt der Fokus wahrscheinlich komplett auf GTA 6, weil das ist die Cash-Cow. GTA hat sich extrem verändert, genauso wie Rockstar selbst. Dazu wollte ich irgendwann nochmal ein eigenes Video machen, deswegen gehe ich da nicht zu genau drauf ein, aber eins ist eigentlich klar, man wird jetzt deutlich schneller zur Kasse gebittet. Man muss es nicht, aber die Dinge entwickeln sich halt in eine Richtung mit GTA Plus und den Shark Cards und Content, der verschwindet, der dann auf einmal exklusiv GTA Plus ist und so weiter. Ihr könnt euch denken, in welche Richtung das ungefähr geht. Deshalb besteht da große Sorge für GTA 6. Und ja, Midnight Club, ich sehe da momentan wirklich nicht so die Möglichkeit, dass wir es bekommen als Remaster oder so. Das Ding ist halt, Rockstar ist halt auch ganz gut darin, alles geheim zu halten, mehr oder weniger. Klar, es gab selbst bei GTA 6 Leaks, aber über Midnight Club kam nie irgendwas raus bis jetzt. Kein Gerücht, kein gar nichts oder irgendeine Andeutung oder ein Leak oder sowas. Und deswegen denke ich mal, die Serie wird fürs Erste erstmal noch tot bleiben. Natürlich lasse ich mich gerne überraschen. Wird, glaube ich, auch jeden anderen freuen, der das damals geliebt hat, dass dann auf einmal hier ein Remaster oder sonst was kommt. Oder halt wirklich ein komplett neuer Teil, dass sie da was Neues machen. Aber ja, ist schwierig, was Rockstar angeht, wie gesagt. Ich sehe da keinen großen Grund, auch finanziell gesehen nicht, Midnight Club wiederzubeleben. Aber zu schlecht war es in meinen Augen halt nicht. Klar, die Zahlen sind schlecht in dem Vergleich zu einem GTA, aber gut, dann, warum sollten die sich jetzt nur auf GTA fokussieren? Ist halt schade. Rockstar hat immer gute Spiele gemacht und ja, GTA hat da halt ordentlich reingegrätscht mit seinem Erfolg. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ne? Wie gesagt, 140 Millionen sprechen für sich. Da
sind wahrscheinlich die Dollarzeichen in den Augen aufgeploppt bei den Chefs. Und ich denke, damit ist genug gesagt. Man kann es wohl nachvollziehen, ne? Also zahlentechnisch für Rockstar persönlich wahrscheinlich eher nicht lohnenswert, einen Midnight Club wieder zu beleben. Aber man kann ja immer noch hoffen. Wie gesagt, schaut euch auch gerne das andere Video an. Da gehen wir ein bisschen mehr auf die Geschichte von Midnight Club ein. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute wieder. Ich bin raus. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Support ist kein Mord. Und Like nicht vergessen. Und ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Fandet ihr Midnight Club war irgendwie schlecht? Glaubt ihr, das hätte sich jetzt, wo ihr die Zahlen kennt, nicht mehr gelohnt für Rockstar Midnight Club weiterzumachen? Oder glaubt ihr, Rockstar wird irgendwann vielleicht doch nochmal sagen, jo, jetzt ist es Zeit, wir beleben die alten Midnight Clubs wieder oder machen halt ein ganz neues. Die Server von Midnight Club LA sind ja zum Beispiel noch online, zumindest bei der Xbox kann man noch zusammenspielen online, aber sonst auch nichts. Ja, haut also gerne mal in die Kommentare, ich bin gespannt und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.